Die Sony Alpha 7C2 ist für mich wirklich ein kompakter Content Creator, der richtig Spaß macht, und ich habe es in der Praxis natürlich ausführlich ausprobiert und die Ergebnisse von Foto und Video, die zeige ich euch jetzt. Ich nehme euch mal mit auf die verschiedenen Shootings. Ich habe hier die Sony Alpha 7C2 mit einem Vollformatsensor, der mit 33 Megapixel auflöst. Besonderheit bei dieser Kamera ist, dass wir einen Autofokus mit KI-Objekt bzw. Personen- oder auch Tiererkennung drin haben. Das heißt, ich kann in der Kamera oder auch direkt am Objektiv, wenn es das unterstützt, festlegen, was für ein Objekt verfolgt wird. Und die Kamera merkt sich das auch, wenn das Objekt mal kurz aus dem Bild verschwindet und wieder reinkommt, dann wird trotzdem der Autofokus weitergeführt. Schön ist, ich habe natürlich hier die klassischen Bedienelemente, wie man sie von Sony kennt. Weiters, wenn man sich auch mal selbst aufnehmen will, das Display lässt sich nicht nur klappen, sondern auch komplett nach vorne schwenken. Das bedeutet, ich kann mich hier auch selbst aufnehmen und habe mich immer voll im Blick. Das ist cool, wie gesagt, gerade für Content Creation, aber auch für klassische Fotografie. Zusätzlich mit 430 Gramm ist die Kamera extrem leicht und kompakt und passt auch in jedes Reisegepäck mit rein. Insgesamt ideal für Fotografie und Video und damit ein perfektes Hybridgerät. Natürlich mit Sony E-Mount, da passen die entsprechenden Objektive mit ran. Mit der 7C2 auf dem Gimbal in Verbindung mit dem superschnellen Autofokus war es dann auch ein leichtes, den Hund beim Toben im Video einzufangen. Hier mit dem Weitwinkelobjektiv mit 16 bis 35 mm Brennweite. Für die Porträtshootings habe ich dann allerdings die Kamera wieder in die Hand genommen und auf das lichtstarke FE 1.4 mit 50 mm Brennweite gewechselt. Ich habe hier jetzt das FE4 PZ 16 bis 35G aufmontiert. Die Besonderheit dabei ist, dass der Brennweitenbereich intern verstellt wird. Das heißt, habe ich die Kamera, wie jetzt auch hier beim Shooting, auf einen Gimbal montiert, verändert sich der Schwerpunkt nicht. Die Kamera bleibt trotzdem immer so ausgerichtet, wie ich es ursprünglich wollte. Schön ist, der Autofokus ist super leise und die Brennweite, die kann ich zusätzlich noch hier über diesen Schieberegler motorisch verstellen. Wenn ich es dann nicht auf dem Gimbal habe, sondern beispielsweise in der Hand filme, dann habe ich hier die Möglichkeit, eben ganz soft zu zoomen, aber auch je nachdem, wie stark ich den Regler bewege, desto schneller oder langsamer wird eben gezoomt. Insgesamt ist es damit natürlich für die Videofotografie ideal, aber natürlich kann ich dieses tolle Weitwinkel auch für Fotografie jeglicher Art verwenden. Auch beim nächsten Hundeshooting habe ich dieses Objektiv bei den Videoaufnahmen verwendet und das gesamte Brennweitenspektrum ausgenutzt. Beim Fotoshooting, da habe ich dann auf das Telezoom FE4 70 bis 200 Makro G OSS 2 gewechselt, denn der Dackel hat, wenn er die Kamera gesehen hat, grundsätzlich Kurs darauf genommen und so mit dem Telezoom konnte ich wunderbar unbeobachtet fotografieren, ohne dass es der Hund gemerkt hat. Es ist ziemlich kalt, meine Models haben sich auch schon verabschiedet, genauer gesagt der Hund. Ja, nochmal als Fazit, die Sony Alpha 7C2, eine ultrakompakte Vollformatkamera mit 33 Megapixel. Mir hat sie in der Praxis unglaublich Spaß gemacht und ist eigentlich so ein Begleiter geworden, den ich ehrlich gesagt nicht mehr hergeben möchte. Ich kann nur empfehlen, schaut sie euch mal näher an. Ihr habt Bock auf Inspiration rund um die Sony Alpha Kameras und die Objektive der E-Mount-Serie, dann empfehle ich euch den Klick ins Alpha Universe von Sony. Da gibt es tolle Hintergrundberichte, Stories von Fotografen, tolle Bilder, tolle Videos und natürlich auch Produktneuheiten rund um eure Lieblingskameras. Ich würde sagen, klickt rein. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung und wir sehen uns dort. Bis bald!